Guten Morgen. Wir haben die erste Nacht überstanden. Halbwegs gut. Wir mussten den Ventilator die ganze Nacht anlassen. Deshalb hatten wir einen guten Geräuschpegel hier. Haben die Türen offen gelassen. Dank unserer Moskitonetze vorne und hinten war das gar kein Problem. Und jetzt wachen wir mit der Sonne auf. Wir haben uns vom Campingplatz verabschiedet und wagen uns ins Abenteuer. Es ist einfach zu heiß auf Meeresebene und der Campingplatz war ja nur so 40 Minuten aus Cartagena raus und tatsächlich noch mal heißer als in Cartagena selbst. Deswegen versuchen wir jetzt mal Meter zu machen und sowohl ins Inland als auch in die Höhe und hoffen, dass es da ein bisschen kühler wird, zumindest in der Nacht. Die ersten Kilometer Richtung Berge führten uns entlang einer einsamen Straße durch eine gigantische Sumpflandschaft. Wir teilten uns den Weg quasi nur mit einigen Mopeds und im Schatten liegenden Kühen. Mit Vorfreude auf die weitere Strecke sollten wir jedoch eines Besseren belehrt werden. Der erste richtige Fahrtag hier in Kolumbien ist auf jeden Fall sehr wild. Die LKWs schlängeln sich hier diese kleinen Straßen hoch und runter und es ist einfach nur unfassbar heiß und wir hoffen, dass wir noch bei Tageslicht auf dem nächsten Stellplatz ankommen, den wir uns rausgesucht haben. Das ist Tuch im Nacken, das zack. Die Sonne geht so langsam unter und der Tag ist noch nicht zu Ende und ich glaube, ich habe Sonnenbrand im Gesicht. Irgendwann hat uns Google falsch geleitet und wir sind völlig falsch abgebogen. Es hat sich aber auch nicht gelohnt, nochmal umzudrehen. Hast du es gemerkt auch? Und jetzt müssen wir irgendwie versuchen, einen Stellplatz für die Nacht zu finden, bevor es dunkel wird. Und ja, hier gibt es irgendwie einen Truckstop, wo wir es mal probieren wollen. Aber wir fahren auch gerade eine Route, die laut Google gesperrt sein soll. Ja. Aber irgendwie ist sie das gar nicht. Zumindest noch nicht. Abgefahrener Tag. Stehen ein bisschen vielleicht auch unter Kulturschock und Hitzeschock. Ein bisschen ist gut. Und ja, freuen uns, wenn wir uns irgendwie ins Bett hauen können. Wir sind irgendwo angekommen. Wir haben hier bei einem Restaurant angehalten, haben gefragt, ob wir hier auf dem Parkplatz stehen dürfen. Kostet uns jetzt 10.000 Pesos. 4.000 Pesos sind 1 Euro, also ungefähr 2,50 Euro. Aber es wirkt ganz sicher. Ja. Und deshalb, und weil wir nicht wissen, wo wir sonst hin sollen, bleiben wir jetzt erstmal hier. Wir haben alle Türen, Fenster aufgemacht, Ventilatoren laufen und versuchen uns runterzukühlen. Ein Fan, 2, 3. 90% unserer Batterie geht gerade auf Ventilator-Energie drauf. Die hat ein nasses Tuch. Und morgen geht's weiter in die Berge. Ich glaube aber nicht, dass wir ankommen. Aber in Richtung Bergen.
Wir sind von unserem Rastplatz aufgebrochen. Es ist schon wieder ultra warm. Ich glaube, es sind schon 27, 28, 29. Also wir sind noch in den 20ern, aber es soll heute bis zu 39 Grad werden. Deshalb werden wir weiterhin heute damit beschäftigt sein, Richtung Berge zu fahren und einfach versuchen, den Tag zu überleben. Ab jetzt geht's los! Wir sind in den Bergen und es geht hoch, runter und ich glaube, ab jetzt müssen wir immer mindestens doppelt so viel Zeit einplanen für jegliche Strecke. Aber wir wollen uns nicht zu früh freuen. Die Temperatur ist etwas angenehmer, vor allem weil wir aber auch im Schatten fahren. Und deshalb dauert hier, glaube ich, auch alles länger, weil es nicht nur bergauf geht, sondern weil sich auch die ganzen LKWs mit uns den Berg hochschlängeln und wir, wie viel fahren? 15. 15 km/h. So, der erste kolumbianische Offroad-Test für Groot. So, wir sind unten angekommen und konnten schon mal runter gucken und nach vorne gucken und es sieht aus wie ein kleines Paradies. Es ist unglaublich. Es ist irgendwie ein Hidden Gem, auch wenn es bei iOverland da drin steht. Irgendwie wahrscheinlich ein kleiner Spot, den nicht jeder entdeckt, oder nicht jeder anfährt, aber es ist paradiesisch und wir werden euch das gleich zeigen. Das ist der absolute Hammer. Oder was sagst du? Hat sich gelohnt, auch die 1,5 Kilometer hier jetzt Graveled Road runter. Ich bin gespannt, wie wir fluchen, wenn wir wieder hoch müssen. Aber jetzt genießen wir erstmal. Ja, das ist ein Paradies. Mega. Eine kleine Oase im Nirgendwo. Und das Beste ist, wir brauchen jetzt ein Kleidungsstück, was sehr viel Spaß macht, denn wir schmeißen uns in die Badesachen. Das kleine Paradies liegt mitten in den saftig grünen Bergen von Santander. Die Lage am Fluss mit rauschendem Wasser macht es zum perfekten Spot für uns. Natürlich ist das schon lange kein Geheimtipp mehr unter Overlandern, aber wir durften den Platz für 3 Tage ganz für uns alleine genießen. Irgendwie können wir immer noch nicht glauben, dass wir in Kolumbien sind. Ich meine, die ersten Tage sind wir jetzt fast nur gefahren. Es war Kulturschock mal 3000. Aber heute haben wir so ein fettes Grinsen im Gesicht, weil irgendwie ist das schon so ein Platz, der einfach so schön ist. In den Bergen, mit Naturpool, mit dem Fluss. Muss man erstmal verarbeiten. Das ist noch nicht so. Das ist krass. Kolumbien.
finde es auch echt richtig krass. Es war wirklich Kulturschock hoch 10.000 bei 35 Grad. Überall wird Fleisch verkauft an der Straße, überall verschiedene Tiere. Aber größte Hürde ist gerade noch Spanisch, dass wir die Sprache einfach nicht richtig können. Das heißt nicht richtig, wir können sie gar nicht. Und das ist schon irgendwie schade. Man kommt durch, man kriegt irgendwie, man kommuniziert irgendwie. Aber manchmal ist es schon echt schade, wenn Leute einen anquatschen und man dann nicht so richtig ins Gespräch kommen kann. Wenn wir Spanisch lesen, finde ich, klappt das eigentlich schon ganz gut. Wir haben ja schon ein bisschen gelernt immer. Aber so, wenn jemand schnell mit einem redet, dann ist es einfach mega schwer. Wir wollen mit den Leuten reden, wir wollen unsere Fragen stellen und nicht vorher irgendwie ins Handy eintippen. Deswegen müssen wir noch ein bisschen was lernen. Das ist ein bisschen, aber wie Svenny sagt, man kommt natürlich voran. Aber bald können wir hoffentlich auch ein bisschen mehr dazu beitragen. Aprendo español. Aprendo español. Guten Morgen. Im Vergleich zu den letzten Nächten haben wir richtig gut geschlafen und ich bin mit Peppi jetzt auch schon hier unten am Fluss. Ist nochmal temperaturentechnisch hier unten doch ein bisschen schöner, aber wir haben uns dieses steile Stück mit Groot nicht runter getraut, deswegen stehen wir oben. Und oben am Haus haben wir auch ein bisschen WLAN-Empfang und können heute dann einfach ein bisschen arbeiten. Jetzt auch einfach schon so super heiß und wir haben, glaube ich, 7:30. Das ist absolut verrückt. Aber gut, dass wir uns hier abkühlen können. Ich glaube, ich habe meinen Platz für heute gefunden. Bänkchen, Füße ins Wasser. Cheers, kalter Kaffee. Ich habe mich jetzt hier rausgesetzt, war schon eine Runde im Pool. Arbeite jetzt ein bisschen was im Laptop. Basti arbeitet drin was am Laptop. Und dann versuchen wir uns so ein bisschen dran zu gewöhnen, ja, dass das Reisen jetzt irgendwie ein bisschen anders ist. Vor allem auch mit dem Arbeiten am Laptop. Es wird super heiß. Wir können nicht lange am Laptop arbeiten und wir sind echt mal gespannt, wie sich das auf unsere Arbeit bei YouTube und auch mit dem Podcast und so ausübt, weil ja, der Kühlschrank frisst super viel Strom, unsere Laptops fressen super viel Strom und eigentlich haben wir eine gute Batterie, aber wir machen einfach das Beste draus. Jetzt bleiben wir erstmal hier. Hier können wir vielleicht auch ein bisschen Strom haben, müssen zumindest Starlink nicht benutzen, weil wir Wi-Fi haben und genießen ein bisschen, dass wir uns zwischendurch abkühlen können. Peppi scheint sehr eindeutig nicht zu heiß zu sein. Hui, die Geräte sind jetzt tatsächlich heiß gelaufen und können quasi nicht weiter arbeiten. Deswegen nutzen wir die Zeit,
und setzen uns ein bisschen runter an den Fluss in Schatten. Basti hat 2 Stühle von hier oben vom Pool runter an den Fluss getragen und da können wir uns jetzt hinsetzen. Peppy kann sich abkühlen und wir können im Fluss springen. Siesta oder was? Siesta. Viel zu heiß zum Arbeiten. Viel ist heute nicht mehr passiert. Wir haben uns eigentlich abwechselnd in den Pool oder Fluss und wieder an den Laptop gesetzt. Und ich habe uns jetzt einen Kichererbsensalat zum Abendessen gemacht und dann hauen wir uns auch schon aufs Ohr. So, wir haben alles zusammengepackt. Svenny hat gerade noch bezahlt und für uns geht es jetzt weiter. Auch wenn dieser erste Stellplatz, den wir uns hier rausgesucht haben, wunderschön war und mit dem Fluss direkt vor der Tür und dem Pool war es natürlich perfekt, um sich bei diesen heißen Temperaturen abzukühlen. Aber wir haben natürlich auch genauso Lust, weiterzufahren, mehr zu entdecken und deswegen Geht's weiter? haben wir uns dafür entschieden, weiterzufahren. Yes! Jetzt haben wir erstmal 1,5 Kilometer Ruckelpiste wieder vor uns. Vor 2 Tagen berg runter, heute bergauf. Mal gucken, wie lange wir brauchen und wie Groot das meistert. Geschafft! Sehr gut gemacht. Aus dem Nichts ist die Straße auf einmal zweispurig und 100 Meter später ist sie dann auch schon wieder einspurig. Wir haben jetzt gerade mal geguckt. Wir haben noch 14 Kilometer vor uns und wir brauchen nur knappe 40 Minuten. Der verrückteste Verkehr und der snackt hier ganz gemütlich seine Nüsschen. Das nützt ja nichts. Soll man sich hier verrückt machen? Geduldig bleiben, ha? Ja, das schaffen alle anderen schon ganz von allein. So, ich stehe hier gerade mal kurz so ein bisschen kolumbianisch, 2. Reihe, mitten an der Straße, weil hier nebenan ein Laden ist, wo wir kleine Gasflaschen kaufen können. Wir haben noch keine Möglichkeit gefunden, unser Gas aufzufüllen. Deswegen kaufen wir jetzt erstmal 2, 3 kleine Campinggasflaschen, dann können wir zumindest ein bisschen was kochen. Svenny kann sich Kaffee machen und dann suchen wir einfach weiter, bis wir irgendwann auch eine Möglichkeit finden, unsere große Flasche aufzufüllen. Es ist zwar super heiß und das Kochen macht gar keinen Spaß, aber zumindest so ein bisschen was machen, das ist schon gut. Nope. Was? Nur diese amerikanischen Grünen, die bei uns nicht drauf passen. Aber da gibt es Hundefutter en masse und auch diese Boxen, falls wir das für Peppy dann irgendwann mal wieder brauchen. Die Flugboxen. Also alles um den Hund. Aber wieso brauchen wir eine Flugbox? Hier nicht. Aber vielleicht gibt es Homestead da noch irgendwo anders, ich weiß es nicht. Aber wir brauchen Gas. Ja, ich weiß. Gab's da nicht. In der Stadt, wo wir gerade durchgefahren sind und ich nach Gas geguckt habe, ist ein
war ein Waldbrand auf einmal plötzlich rechts an der Straßenseite hoch, direkt an der Fahrbahn. Hast du so gewollt? Ich glaube, das brannte da auch noch nicht allzu lange, aber hat sich schon ziemlich weit ausgebreitet. Die Feuerwehr kam uns dann entgegen. Ja, und jetzt aber auch außerhalb der Stadt in die Richtung, wo wir fahren. Ich glaube, der Wind weht auch noch ausgerechnet in die Richtung. Haben wir auch noch eine fette Rauchwolke in der Luft. Mal gucken, ob wir an unserem geplanten Platz stehen können. Der Chickamocha Canyon ist mit seiner 2000 Meter tiefen Schlucht und 227 Kilometer Länge der zweitgrößte Canyon der Welt, wird also nur vom Grand Canyon in den USA übertroffen. Die gefährliche Straße durch den Canyon verbindet die Städte Bogotá mit Bucaramanga und durch den hohen Lkw-Verkehr kommt es oft zu Unfällen und kilometerlangen Staus. Wir hatten heute Glück und kommen ohne große Überraschung an unserem Stellplatz an. Wir sind auf eine Seitenstraße abgebogen und die ist tatsächlich ohne Verkehr, Gott sei Dank, weil hier soll gleich ein Spot kommen, wo wir für die Nacht stehen können, frei mit Blick auf den Canyon hier, auf den Chickamocha Canyon. Chickamocha? Oh mein Gott, das gucke ich auch mal nach. Und den haben wir von unseren Freunden Sarah und Tomislav empfohlen bekommen. Von unseren Freunden, mit denen wir in Kanada gereist sind, in ihrer kleinen grünen Bohne. Wahnsinn! Was für eine Anfahrt, was für ein Platz. Man hört die Straße tatsächlich überhaupt nicht und wir sind nur 3-4 Minuten davon weggefahren. Wir räumen jetzt hier noch ein bisschen auf, einfach damit wir nicht so mitten im Müll sitzen und dann erstmal ankommen. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen höher, sprich die Temperaturen etwas angenehmer, ist trotzdem noch super warm und sobald man irgendwas macht, kommt man ins Schwitzen. Wir können aber fast nicht draußen sein, weil dieses Feuer, was wir in Bucaramanga gesehen haben, der ganze Rauch, der zieht tatsächlich jetzt hier durch den Canyon durch. Und draußen sind super viele, sie sehen ein bisschen aus wie so fliegende Ameisen und die fallen einen förmlich an. Also sobald man draußen ist, hat man irgendwie Zehen am Bein und Peppy ärgern sie auch ganz schön. Deshalb sind wir jetzt doch erstmal im Van und machen uns was zu essen. Wir haben immer noch kein Gas, bedeutet immer noch kalte Küche, Salat und Toastbrot, nicht getoastet. Trotzdem gut, bei dem Wetter ist es glaube ich nicht so schlimm, dass wir nicht kochen können. Bisher war der Waldbrand in der Gegend von Ruitoque zwischen Piedecuesta und Florida Blanca unkontrollierbar. Ich habe euch ja vorhin von dem Brand erzählt, den wir gesehen haben. Der ist direkt in der Stadt Bucaramanga, wo wir durchgefahren sind. Und der Rauch, der zieht jetzt immer weiter hier ins Tal rein und wir können mittlerweile auch schon richtig den Rauch riechen. Und wir haben hier auf der Herdplatte auch schon so richtig kleine Aschepartikel rumliegen und haben jetzt mal die Nachrichten angeguckt
was da so gesagt wird. Und Basti hat gerade schon gesagt, dass der Brand irgendwie unkontrollierbar ist. Und also ich glaube jetzt nicht, dass der Brand hierher kommen wird, aber irgendwie fühle ich mich doch nicht so wohl, hier stehen zu bleiben. Eigentlich wollten wir hier über Nacht stehen. Das scheint auch echt gefährlich für die Menschen da vor Ort zu sein. Puh. Also die haben jetzt auch irgendwie Flugzeuge und Helikopter angefordert, weil sie es sonst nicht kontrollieren können. Jo, keine Ahnung. Vielleicht doch zusammenpacken? Zumindest ein bisschen weiter. Na gut. Man sieht richtig die Rauchwolken zwischen dem Canyon durchziehen. Das sieht richtig krass aus. Und dadurch, dass das Feuer einfach noch nicht unter Kontrolle ist, so wie wir das jetzt online recherchieren konnten, und das vielleicht noch schlimmer werden könnte, vielleicht fahren wir noch mal weiter. Wir wissen nicht, wie weit wir kommen. Es ist auch schon kurz vor 5 und eigentlich wollen wir nicht im Dunkeln fahren. War anders geplant. An diesem schönen Spot wollten wir Starlink aufbauen. Besser gesagt, wir hatten schon aufgebaut. Und unser erstes Video hochladen für 2024. Quasi schon fast ready. Muss nur noch hochgeladen werden. Naja, 1, 2 Sachen mit noch. 1, 2 Sachen. Aber wäre jetzt nicht so schlecht im Timing gewesen, wenn wir nicht weiterfahren müssten. Also falls das letzte Video oder vorletzte Video nicht rechtzeitig kam, jetzt wisst ihr den Grund. Wir sind jetzt noch mal ein ganzes Stückchen weitergefahren und ich glaube, es war auch gut, dass wir den Platz da verlassen haben. Wir haben in den Nachrichten jetzt noch mal nachgelesen, dass das Feuer in Bucaramanga ziemlich heftig ist und es auch mitten in der Stadt ist und wir einfach hoffen, dass alle Menschen da rechtzeitig evakuiert werden konnten. Und ja, für uns ist es schade, dass wir natürlich da jetzt an dem schönen Platz nicht stehen können, aber Sicherheit geht vor und man muss sich eben den Umständen manchmal anpassen. Und ja, wir stehen jetzt hier quasi auf einem Parkplatz von einem Restaurant, direkt am Weg entlang. Wir haben da einfach angehalten und gefragt, ob wir hier über Nacht stehen können. Und sie meinten, ja, gar kein Problem. Es ist auch schon richtig frisch hier. Wir sind ein bisschen höher als normal, haben schon Pulli an. Und ja, verspricht eine gute Nacht, glaube ich. Die brauchen wir auch. Die brauchen wir Denn auch. morgen haben wir den Plan, in ein kleines Bergdörfchen zu fahren. Das heißt Barichara und liegt auf über 3000 Meter. Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube nicht ganz so hoch, aber schon hoch. Ich glaube schon so um und bei 3000 Meter. Ja, und da freuen wir uns total drauf. Aber das werdet ihr tatsächlich erst nächste Woche sehen, denn da geht es mit dem nächsten Video weiter. Dieses Video ist für diese Woche schon zu Ende. Ich glaube, das hat man an unserem Outro-Gerede schon gemerkt. Aber schön, dass du es so fleißig vorausteaserst. Aber es soll ja den einen oder anderen geben, der diesen Kanal noch nicht abonniert hat und unsere Videos guckt. Das geht so nicht. Ihr kriegt also dieses Mal eine Hausaufgabe. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und damit ihr es nicht vergesst, auch das Emoji der Woche ist ein grüner Haken und eine Glocke. So viele Aufgaben. Das sind nicht viele. Ich glaube, mich wird es überfordern als... Ach so, dann lasst noch ein Like da. Dann haben wir genug Aufgaben für alle. Also abonnieren, liken, Glocke aktivieren. Und wenn ihr dann noch nicht genug habt, dann dürft ihr nächste Woche wieder einschalten. Das sowieso. Das ist nicht freiwillig. Also, wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen. Genau, das wollte ich doch damit sagen. Danke. Ende.